Versuche herauszubekommen, was dir entspricht. Instrumentalisiere dich nicht, mach nicht etwas, von dem du glaubst, dass es vielleicht nachgefragt wird auf dem Arbeitsmarkt, auch wenn es dir nicht entspricht. Viele studieren erkennbar Medizin, weil sie ein 1,1 Abitur haben und denken, jetzt könnte ich Medizin studieren. Dann mache ich es eben auch, obwohl sie vielleicht überhaupt keine Empathie haben, überhaupt keine Fähigkeit, gut umzugehen mit Patienten, die vielleicht in Not sind, die die Krebsdiagnose bekommen und was dergleichen mehr ist. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass ein 1,1 oder 1,2 Abitur die entscheidende Voraussetzung ist für einen guten Mediziner. Also Menschen sollten im Grunde generell im Bildungssystem die Möglichkeit erhalten, ein möglichst vielfältiges Angebot, um den eigenen Weg, das eigene zu finden. Was entspricht mir? Was füllt mich aus? Und natürlich, dass man auch daran denkt, dass man daraus dann einen Beruf machen soll, können, sollen, müsste. Ja, also dass man am Ende eben nicht jetzt praktisch dann an diesen existenziellen Grundfragen, wie kann ich mich selbst ernähren und vielleicht noch Kinder miternähren, scheitern darf. Das ist klar, also das ist nicht völlig unabhängig voneinander, aber die Selbstinstrumentalisierung führt meistens ins Unglück und dann auch am Ende zu Menschen, die nicht nur unglücklich sind in ihrem Beruf, sondern auch schlecht werden, weil sie sich damit nicht identifizieren können. Das heißt also, wer ich bin, hängt wesentlich davon ab, wer ich sein will. Ja? Und da können wir sagen, das sind ja mal so philosophische Spintisierereien. Es ist doch klar, Genetik plus Epigenetik, um Wolf Singer, einen bekannten Neurophysiologen, zu zitieren, plus Umweltbedingungen fixieren deterministisch, was ich tue und was ich bin. Es gibt unterdessen einen empirischen Beweis, dass das falsch ist. Die Fähigkeiten sind Ausdruck von Entscheidungen. Wenn eineiige Zwillinge merken, der eine ist 2 cm größer und eine Spur schneller beim 100-Meter-Lauf, dann geht der um 2 cm größer ist, sagen wir mal, durch Umstände der Geburt oder irgend sowas, sagt, okay, ich unterscheide mich zwar kaum von meinem kleineren Bruder, aber in dem Punkt ein ganz bisschen, also gehe ich in den Sportverein und trainiere meine 100-Meter-Lauffähigkeit und der andere sagt, nee, das mache ich aber genau nicht. Ich nehme jetzt was, wo ich vielleicht besser bin als mein Bruder. Das heißt, es sind Entscheidungen, mit denen man sich abhebt von anderen, seine Identität ausbildet und seinen Weg findet. Also der eigene Weg ist nicht das, was irgendwie einfach so angelegt ist. Da spielen Anlagen eine Rolle, Umweltbedingungen spielen eine Rolle, sondern im Kern ist es das, für was ich mich entscheide. Und insofern gibt es eine Autonomie, eine Verantwortlichkeit auch für die eigene Charakterentwicklung, eines der gegenwärtig hochintensiv diskutierten Themen in der praktischen Philosophie. Wenn man sagt, na gut, was ich tue, ist auch abhängig davon, was ich geworden bin als Mensch. Und da ich das nicht beeinflussen konnte, bin ich nicht verantwortlich für das, was ich tue. Nein, auch meine eigene Entwicklung ist mit zunehmendem Alter vielleicht immer deutlicher auch Ergebnis eigener Entscheidungen.